Der Barkeeper wird später sagen, es sei das leisest Geräusch gewesen, das je gehört hat und das dennoch die Lautestwirkung erzielt. Ein einziges Metallstück, nicht größer als 1-2 Manns, wird flach auf den Ikentisch genollt. Und binnen 2 Sekunden schoben 6 erwachsene Männer, en 6 verschiedenen Tischchen, ihr Stühle zurück und standen stramm. Kein Wort gesprochen, kein Befehl gegeben. Aber jeder ehemalige Operator in diesem Raum was genau, was es so. Und die großmaligen Kerl, der die ganz nach den Mund nicht hat halten können, lief die Farbe aus Gesicht wie alte Asch. Wenn dies Geschichte trifft, wo es zahlt, schreibe Respekt in die Kommentar, bever wir überhaupt anfangen. Denn was diese 75-jährige Green Beret tat, die Stimme zu erheben, einen einzigen Schlag zu führen, ein einziges Wutens Wort war verheerender als, was dieser Kerl je auf einem Bildschirm gesehen hat, geschweige denn auf einem Schlachtfeld. Die Bar heiß sie lag am Ende einer Schotterstraße kurz außerhalb von Fayetteville, North Carolina, etwas 20 Kilometer von Fort Liberty entfernt, das die meisten Stammgast noch immer Bragg nannten, US-Gewohnheit, und einem historischen Widerstand dagegen, loszulassen, was sie jahrzehntelang gekannt hatten. Das Rampart stand in keinem Reiseführer. Es hat keine Website. Es braucht keine. Wer wast. Und wer nicht wast, für den war der Laden ohnehin nicht gedacht. Die Wand waren bedeckt mit Einheiten Abzeichen, verblüffenden Fotografien, Challenge Coins in Schaukasten und einer langen Reihe Erkennungsmarken, die in einer Messingschiene über die obersten Spirituosenriegel hingen. Hinter der Bar hing ein gerahmter amerikanische Flag, die 2005 über einem Stützpunkt in der Provinz Cunha geweht hat. Daneben befand sich ein kleiner Rahmen mit einem zerrissenen Stück Fallschirmtuch, das angeblich 1987 bei einem schiefgelaufenen Trainingsabsprung auf dem Proving Ground jemandem das Leben gerettet hat. Niemand fragte wes sein Fallschirm es war. Im Rampart fragte man nicht. Man verdiente sich das Recht, es zu erfahren oder man saß still trank sein Bier und blieb seinen Geschickten gegenüber ehrlich. Die meisten Band funktioniert dieses System einwandfrei. Die meisten Band waren die einzigen Geräusch das Liesummen von Classic Rock aus der Jukebox, das Nacken der Billardkugeln und das Murmeln von Männern, die genig von der Welt gesehen hatten, zu wissen, das still ihr eigen Sprech ist. Aber dies Nacht war nicht wie die meisten Band. Sein Name war, obwohl in der Bar noch niemand das wusste. War gegen halb 8 hereingekommen, langsam, auf einen dunklen Holzstock gestützt mit einer Messingkap, die von Jarren des Gebrauchs glatt gerieben worden war. Trug ein schlicht Braunjack über einem Flannelhemd, Arbeitsstiefel, die Bessie Tage gesehen hatten, und ein verbles Grünskirmutz ohne Abzeichen. Nichts in ihm kundigte etwas an. So nicht aus wie ein Mann, der ein Geschicht mit sich trug. So aus wie das, was die meisten Leute nahmen, wenn sie überhaupt kurz in seine Richtung blickten, was nicht oft vorkam, ein Mutter alter Mann am Ende eines langen Lebens, der auf ein Glas einkehrt, bever nach Haus in ein Leshaus vor. Nahm den Hocker am äußersten Ende der Bar, den nächsten zur Wand, stellte seinen Stock gegen die Fußleist, volltiet die Hand auf der Theke und wartet. Als die Barkeeperin zu ihm kam, ein Jungfrau namens, die sieht etwa 3 Jahren schickten im Rampart Schob, bestellt Arthur einen einfachen Bourbon, per, mittleres Riegel, nichts Besonderes. Sagte bitte und danke. Und das war es. Diana schenkte ein und ging weiter. Arthur Metchem wurde unsichtbar. Im Mittelpunkt der Bar, an einem Statisch Holtend, umgeben von 3 oder 4 jüngeren Männern, die halb zuhorten und halb auf ihr Handy starten, saß ein Mann namens Klaus war 34 Jahre alt, breitschultrig, mit einem Haarschnitt, den Gerardizu religiös pflegte,
obwohl er sieht fast 5 Jahren aus der Bundeswehr pardon, der Armee entlassen war. Trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Spartan-Helm-Logo, wie man es in jeder Tankstelle nahe einem Militärstandort kaufen konnte. Und auf seinem linken Unterarm prangte ein Tattoo in Druckbuchstaben. Klaus kam etwas zweimal im Monat ins Rampart, immer freitags, immer laut, immer rund den ausgebend vergeben, der Zuhören wollte, und immer geschickten Erzählend. Das Problem mit Klaus geschickten war, dass sie unter keiner Art von Prüfung standhielten und jeder im Rampart, der wirkliche Gendwo gewesen war, was das. Klaus hat via Jahre in der Armee gedient. War Versorgungsspezialist in Fort Hood gewesen. War nahe im Einsatz gewesen. Hat nahe einen Schuss im Zorn gehört. War nahe in der Nähe einer Kampfzone gewesen. Aber wer Klaus zuhört, hat meinen können, habe persönlich den Überfall auf Bin Ladens Versteck angeführt. Machte die sen spezifischen Ansprüche nahe direkt. Aber redet in Kreisen, die darauf ausgelegt wären, diesen Eindruck zu hinterlassen, strut verweis auf mein seit im Einsatz, als wir Operationen durchführten, und Dinch, über die ich eigentlich nicht reden kann, du weißt schon, wie das ist. Was die sein geschickten mit gerät genig Fachjargon, bei Zivilisten glaubwürdig zu klingen, und mit gerät genig vergeit, nicht von jemandem, der die Sprech wirklich kannte, festgenagelt zu werden. Es war eine Vorstellung und Klaus hat sie so lange aufgeführt, dass sein eigenes Drehbuch zu glauben begonnen hat. Heute Nacht war Klaus in Hochform. Hat via Bier und 2 Schnapsgläser intus, und sein Stimme hat ein Lautstark erregt, die durch die gesamte Bar trug. Erzählt ein Geschichte über ein angeblich nackmischen Gendwo, das nicht nennen wollte, in einem Land, das nicht spezifizieren konnte, mit einem Team, das nicht identifizieren dürfte. Die Details waren so generisch und so Hollywoodesk, dass ein paar der älteren Stammgast bereits Blicke getauscht und sich wieder ihren Getränken zugewandt hatten, in stillschweigendem Einverständnis, dass der Kohl die Energie nicht wat war, ihn zu korrigieren. Das war die Kultur im Rampart. Man stellte jemanden nicht bloß, es sei denn, überschritt ein ganz bestimmt Grenz. Prahlerei war unangenehm, aber tolerierbar. Tapferkeit Beansbrutchen, die man nicht verdient hat, das war die Grenz. Und Klaus hat die ganz nach darauf herumgetannt. Also, was die hingestapelt vor der Tür, oder, sagte Klaus laut genig für den ganzen Raum. Lehnte sich vor, beide Hand flatsch auf dem Tisch, als würde einen Zug einweisen. Und der Teamführer gibt das Go-Signal, und ich bin der zweite Mann im Stack, und wir brechen durch. Und der Raum ist heiß. Ich mein heiß. Und ich geb Schuss AB. Brach AB, schüttelte den Kopf, winkte AB. Ich kann nicht ins Detail gehen. Wissen sie Geheimhaltung. Einer der jüngeren Männer am Tisch nickte ernst, als ob Geheimhaltungsprotokoll etwas war, das intim verstand und tief respektiert. Ein anderer trank einen Schluck und schaut weg. Am äußersten Ende der Bar nahm Arthur Metchem einen langsamen Schluck Bourbon und sagte nichts. Es war gegen Vittel-Nack-Akt, als Klaus Vorstellung von allgemeinem Angebere zu etwas scharferem wechselt. Einer der Männer an seinem Tisch ein Mann in 20 Namens der tatsächlich zwei Einsatz in Afghanistan als Infanterist bei der 82. Luftlandedivision absolviert hat ergriff schließlich das Wort. Peter war von Nature aus ruhig, nicht der Typ, der Konfrontationen suchte. Aber Klaus hat die ganz Nacht auf Knopfen herumgedrückt, und Peter hat ein Grenz erreicht, von der nicht gewusst hat, dass sie hat. Hey, Klaus, sagte Peter, sein Stimme ruhig, sein Augen auf sein Bier gerichtet. In welcher Einheit warst du noch mal? Der Tisch wurde still. Klaus blinzelt einmal, zweimal. Was meinst du,
Welsh Einheit, sagte sein Stimme noch laut, aber plötzlich mit einem anderen Unterton. Ich hab's dir doch gesagt, man. Ich kann eigentlich nicht. Ich frage nur nach der Einheit, wiederholt Peter, noch immer aufzusehen. Regulare Army Sachen. MOS, wo du stationiert warst. Das ist nicht geheim. Klaus Kiefer verhartet sich. Trank einen Schluck Bier, Zeit zu gewinnen, dann stellte die Flasch hart ab. Drittgruppe, sagte Spezialkräfte. Ich war abgeordnet. Peter so zoom 10 Mal auf. Abgeordnet, wiederholt Das Wort hing zwischen ihnen in der Luft wie ein blankes Kabel. Im Rampart war Abgeordnet ein Wort, das als oder nichts bedeutet, nachdem, wie es verwendet wird. So eine Spezialeinheit Abgeordnet konnte bedeuten, man war ein Unterstützungselement, ein Übersetzer, ein Logistikkoordinator. Es konnte handelt legitim Dinge bedeuten. Aber die Art, wie Klaus es sagte, war darauf ausgelegt, etwas ganz anderes zu implizieren. Sagte Klaus, richtet sich auf und beschränkte die Arm vor der Brust. Abgeordnet. Wir haben echte Arbeit geleistet. Die Art, die keine Schlagzeilen macht. Peter schwieg ein Weile. Dann nickte langsam, so zurück auf sein Bier und murmelt etwas, das niemand am Tisch richtig verstand. Der Moment verging. Klaus nahm es als Sieg und startet ein weitere Geschichte diesmal über ein Schlagerei in Kandahar, die verdächtig nach einer Szene aus einem Film klang, der wo zwei Jahren herausgekommen war. Arthur Metchem hat alles gehört. Hat seit fast einer Stunde am äußersten Ende der Bar gesessen, in demselben Bourbon nippend, und jedes Wort gehört, das Klaus gesagt hat. Sein Gesichtsausdruck hat sich nicht verändert. Seine Hand hatten sich nicht bewegt. Saß mit der Still eines Mannes, der Großteil seines Lebens an Orten verbracht hat, wo still Überleben bedeutet wo die Fähigkeit, stundenlang regungslos und wachsam zu bleiben, keine Fähigkeit, sondern ein Voraussetzung war, am nächsten Tag noch zu atmen. Arthur hat ein Gesicht, das ein Geschichte erzählt, wenn man wusst, wie man es las. Tieflinien seinen Augen, die Art, die aus Jahrzehnten des Zusammenkneifens im Angesicht von Sonne und Wind und Dingen entstanden, die brannten. Ein dann, weiß Nabi entlang der linken Seite seines Kiefers, die unter seinem Ohr verschwand. Hand, die groß und vernarbt und trotz seines Alters fest waren, die Art von Handen, die Dinge getten hatten, über die sie nie sprechen würden. Trug keine Ring. Hat kein Handy bei sich. Das einzig persönliche Objekt in ihm, neben seinem Stock und seiner Mütze, war ein leichter Wurmbang in der inneren Brust seiner Jack, etwas Kleines und Schweres, das gegen sein Brust ruht. Hat Klaus Durgen Zuge hort wie ein Mann, der einenstem Bier backtet, von dem weiß, dass vorübergehend wird mit Geduld und einer Art distanzierter, Vertrautheit. In seinem Leben hat 100 Klaus gesehen, tausend. Young Männer, die lautstark mit Tapferkeit und geschickten mit Dienst verwechselten. Sie waren so gewöhnlich wie storben Orten wie diesem, und Arthur hat vor langer Zeit aufgehört, Sohn gegenüber ihnen zu empfinden. Was fühlte, war Traurigkeit, denn jede von den Kriegsgeschichte war eine Front, nicht ihm gegenüber, sondern den Männern, die eigenen nicht mehr erzählen konnten. Den Männern, die in Dschungel und Westen und Jefferinen Bergpassen zurückgeblieben waren. Den Männern, deren Namen in schwarzen Granit gemeißelt oder auf Grabsteinen in Arlington eingraviert waren, oder die in den Erinnerungen von Familien weiterleben, die in Weihnachten noch immer einen leeren Teller aufstellen. Dann sagte Klaus etwas, das die Temperatur in Arthur Metchems Brust veranderte. Es geschah gegen halb neun. Klaus war tief in ein weitere Geschichte versunken, sein Stimme dronend, sein Gesten weit und theatralisch unterbeschrieb,
was die schlimmste Nacht meiner Karriere, nannte. Sprach von einem Hubschrauber, der in feindlichem Gebiet niederging. Sprach davon, einen verwundeten Kameraden durch Feindfeuer zu schleppen. Sprach davon, Luftunterstützung auf die eigene Position anzufordern, weil sie kurz davor wären, überrannt zu werden. Und dann mit einer dramatischen Pause, die nur jemand hinbekommen konnte, der sie geprobt hat, sagte den Namen. Nannte den Namen einer echten Operation. Eine, die vor via Jahren teilweise freigegeben worden war. Eine, die in Militärpodcasts und Dokumentarfilmen die Rund gemacht hat. Eine, zu der es jenige fendlich zugänglich Details gab, des jemand wie Klaus ein überzeugend Imitation des Debasians zusammenstückeln konnte. Die Operation heißt Brennend Kiefer. Sie hat 1971 in Laos stattgefunden, während einer Phase des Vietnamkrieges, in die Vereinigten Staaten öffentlich jahrzehntelang die Beteiligung abgestritten hatten. Sie umfasst ein zwölfköpfiges Spezialeinheitentium, das über die Grenze eingesetzt worden war, nordvietnamesischen Nachschubweg entlang eines Zuflusses des Ho Chi Minh Fade zu unterbrechen. Nun der 12 Männer kamen nach Haus. Drei nicht. Die Mission war über 40 Jahre lang geheim gewesen, beverteil der Einsatzberichte auf, Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz freigegeben worden. Es war ein Blutbad gewesen. Es war heldenhaft gewesen, jenseits allem, was Hollywood hat verbrüssern können, und es war real gewesen. Klaus Durgan hat online davon gelesen. Hat sich ein YouTube-Video darüber angesehen. Und jetzt erzählt eine Barfüllung von Menschen, habe davon von einem Typen gehört, der dabei gewesen war, was seine Art war, sich den Schwerkraft des Iranes auszuleihen, und technisch gesehen zu behaupten, deren teilgenommen zu haben. Aber die Art, wie es erzählt mit ich Perspektive Details, die nicht mit der öffentlichen Aufzeichnung übereinstimmten, mit Ausmachungen, die eine Tragödie in einen Actionfilm verwandelten, mit einer lässigen Missachtung der Männer, die wirklich auf diese Mission geblutet hatten, machte es zu etwas Schlimmerem als Lügen. Es machte es zu Diebstahl. Arthur Metchem stellte seinen Bourbon ab. Sein Hand zitterte nicht. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich nicht. Aber etwas hinter seinen Augen verschob sich. Etwas, das Diana, die Barkeeperin, aus 3 Metern Entfernung bemerkt, ohne zu verstehen, was sie so. Sie wurde später beschreiben als den Moment, in dem der alte Mann aufhört, alt zu sein. Nicht körperlich, setzte sich nicht plötzlich gerade hin oder blatt die Brust auf. Aber es gab eine Veränderung in seiner Präsenz, als ob die Luft in ihrem Dichter geworden war, als ob die Schwerkraft in seiner unmittelbaren Nahe anders wirkte. Arthur griff langsam, bedächtig, in die Nährbrust seiner braunen Jack mit der Ökonomie der Bewegung, die aus Jahrzehnten des Trainings stammt, bei dem die Bewegung einem Zweck dient und keine Energie verschwendet wird. Zog ein kleines, in ein dunkles Touch gewickeltes Objekt heraus. Legte es vor sich auf die Bar. Wickelte es sorgfältig aus, vollzieht das Touch zurück mit der Precision eines Mannes, der etwas Heiliges in Händen hält. Und dann, ohne ein Wort, ohne jemanden anzusehen, ohne seine Stimme zu erheben oder seine Haltung zu verändern, nahm Arthur Metchem die Manns und nollte sie flach auf den Batrissen. Das Geräusch war klein, ein einzelnes metallisches Nacken auf altem Eichenholz. Es hat nicht tragen sollen. Aber in der Sekunde, bevor es geschah, gab es ein natürlich Pause in dem Raumgeräusch, ein jener zufälligen Still, die in belebten Räumen entsteht, wenn Gespräch kurz gleichzeitig pausieren. Und der Klang dieser Manns, die auf die Bar traf, schnitt durch den Raum wie ein Gewehrschuss. Jeder Kopf dreht sich Jedes Gespräch verstummt. Diana erstarrt mit einer Flasch Jameson in der Hand. Klaus Durgan hört mitten im Satz auf,
den Mund noch offen und 6 Männer, en 6 verschiedenen Tischchen. Männer, die den ganzen Abend stillgesessen hatten, die keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, die im Alter von Anfang 40 bis en 60 rangierten, taten etwas, das niemand in dieser Bar erwartet hat. Sie standen auf. Nicht beiläufig, nicht aus Neugier. Sie schoben ihr Stühle zurück und erhoben sich und standen stramm Schultern zurück, Kinn hoch, Blick geradeaus, Handen den Seiten. 6 Männer, 6 Tische, alles auf einmal. Das Ganz dauert weniger als 2 Sekunden. Die Bar wird absolut, vollständig, beängstigend still. Klaus Durgen so sich im Raum mit einem Ohrstruck, der durch Verwirrung, Verragering und den ersten Funken von etwas stieg, das seit langem nicht mehr gespürt hat. Echte Angst. Was so hohl, sagte aber sein Stimme war auf die Hälfte ihrer üblichen Lautstärke gesunken, als ob die still im Raum sie physisch komprimiert hat. Niemand antwortet ihm. Niemand so überhaupten. Jeds Auge im Raum war auf die Manns gerichtet. Die Manns war ungleich jeder Challenge Coin, die meisten Menschen je gesehen hatten. Und die meisten Menschen in dieser Bar hatten viel Challenge Coins gesehen. Challenge Coins sind eine Tradition beim Militär, kleine Medaillons mit dem Emblem einer Einheit, von den Mitgliedern als Zugehörigkeitsnachweis getragen und in Ritualen der Kameradschaft und des Respekts verwendet. Jede Einheit hat jede Truppengattung. Manche sind gewöhnlich, manche sind selten, manche sind in ihrer Verteilung so eingeschränkt, dass ihr Besitz selbst ein Ossage ist, die keine weiteren Erklärung bedarf. Arthur Meachams Manns gehört zur letzten Kategorie. Sie war schwerer als ein Standardmanns, dicker, mit einer dunklen Patina, die von ihrem Alter sprach. Auf einer Seite war ein Emblem, das die meisten im Raum nicht erkannten, ein Speerspitz, überlagert von 3 Blitzen und einem latinischen Satz, den keiner der jüngeren Gast übersetzen konnte. Auf der anderen Seite stand ein einzelner Saal. Kein Name, keine Einheitenbezeichnung, nur ein Saal. Und darunter, 2 Wörter, die 6 stehenden Männer erstarren ließen. Dies war keine Gedenkprägung. Dies war nichts, das man bei eBay kaufen oder in einem Militärüberschussladen finden konnte. Dies war ein operationell Manns, geprägt in einer Charge von 12 ein für jedes Mitglied des Teams, das 1971 nach Laos vorgedrungen war und sich 72 Stunden lang durch die Hol gekämpft hat. Nur nun diese Mansen waren zurückgekehrt. Und ein von ihnen lag auf der Bar im Rampart unter der vernarbten, festen Hand eines 75-jährigen Mannes in einer braunen Jack. Die 6 Männer, die standen, brauchten keine Erklärung. Sie erkannten die Manns nicht, weil sie ein Zufall gesehen hatten, sondern weil sie die Art von Männern waren, die verstanden, was sie repräsentiert. Sie waren himmlische Operatoren, nicht die Art, die Klaus Durgen vorgab zu sein. Die echte Art. Die Stillart. Männer, die Jahre in Einheiten verbracht hatten, deren Namen sie in der Öffentlichkeit noch immer nicht aussprechen, die dingen Orten gehen hatten, die neu anerkannt würden, die ihr eigenen Mansen in ihren eigenen Taschen trugen und das Gewicht dessen verstanden, was es bedeutet, ein auf ein Bar zu legen. In der Challenge Coin Tradition ist das Aufschlagen einer Manns auf die Bar eine Herausforderung. Es bedeutet, sag den, oder du kaufst die nächste Rund. Aber was Arthur Meacham gerade geten hat, war etwas anders. Hat nicht nur eine Herausforderung ausgesprochen. Hat ein Ossage gemacht. Hat auf die Batrissen ein Stück Geschichte gelegt so selten, so schwer von Opfern, dass die einzig angemessen Antwort war für jeden, der Verstand was Answer. Und 6 Menschen verstanden. Der erste, der Aufstand, war ein Mann Anfang 60, der allein an einem Ecktisch saß.
Sein Name war und hat 22 Jahre in der Armee gedient, die letzten Wesen in Einheiten, die auf keinem Organogramm erschienen. Frank hat sein eigen Manns in seiner rechten Hosentasche, und sein rechter Hand ruht jetzt darauf, nicht im Sie herauszusehen, sondern im IHR Gewicht zu spüren, sich in der Realität dessen zu verrenken, was besucht. Der Zweite war ein Mann namens, Anfang 50, der imite seine Frau saß, die verwirrt und leicht alarmiert von der plötzlichen Bewegung eines Mannes wirkte. Dietrich war Marineräder gewesen, bevor zu einer gemeinsamen Spezialoperations-Einheit gewechselt war, und hat seit 8 Jahren nicht mehr stramm gestanden. Aber sein Körper erinnert sich, wie es geht so wie ein Körper sich immer an die Dinge erinnert, die ihm imites weg und Wiederholung eingetrichtert wurden. Der Dritt und Viet kamen zusammen, zwei Männer in den Wesigen, die in derselben Einheit im Irak und in Afghanistan gedient hatten und für ein Wiedersehenswochenend nach Fayetteville gekommen wären. Sie kannten Arthur Metchem nicht. Sie mussten es nicht. Sie kannten die Manns. Der Fünfte war ein pensionierter Stabsfeldwebel namens, der jetzt ein Landschaftsbauunternehmen betrieb und seinen Mitarbeitern nahe gesagt hat, was vor dem Rasenmähen getan hat. In den Augenwinkeln sammelten sich bei ihm Tränen, als aufstand. Der Sechste war eine Frau. Ihr Name war war 47 Jahre alt und hat 12 Jahre in der Heer Special Operations als Mitglied eines Cultural Support Teams verbracht, des Einheiten bei direkten Griffen begleitet. Sie war in Roman gewesen, die nicht existierten, in Landen, die Sie nie nennen wird. Und Sie erkannte das Emblem auf diese Manns, weil Sie es einmal sowohl gesehen hat in einem Besprechungsraum in einer Einrichtung, und die Sie sich nicht erinnern sollte, auf einer Folie, die auf einem so hohen Geheimhaltungsniveau eingestufft war, dass das Eingestehen ihrer Existenz selbst ein Verstoß gewesen war. Taurus stand stramm imite derselben Precision und still wie die 5 Männer Sie herum, und ihr Augen waren auf Arthur Metchem gerichtet, imite einem ausdrucklichen Respekts. Klaus Durgan beobachtet all das imite dem allmählichen Verständnis eines Mannes, der gerade erkannt hat, dass im Flatschwasser eines Beckens geschwommen ist, das keinen Boden hat. Sein Mund war trocken. Sein Hand, die vor 5 Minuten noch so ausladen gestikuliert hatten, lagen flach auf dem Tisch vor ihm. Die 3 oder 4 Männer, die imite ihm gesessen hatten, sahen sich imite großen Augen im Raum und versuchten zu verstehen, was geschah. Peter, der Veteran der 82. Luftlander Division, war der einzigen Klaus Tisch, der es verstand. Saß sehr still den Kiefer verkrampft stand nicht, weil kein Operator gewesen war und den Unterschied kannte aber spürte das Gewicht des Moments imite jeder Zell seines Körpers. Ich verstehe nicht, begann Klaus, und sein Stimme brach. Brach wirklich, wie die einst Teenagers. Rouspert sich und versucht es erneut. Ich verstehe nicht, was. Dan halt den Mund. Die Stimme kam von Frank Corman, dem 60-Jährigen in der Ecke. Und Sie war nicht laut. Sie war nicht wütend. Es war die Art von Still, die Mass hat. Die Art von Still, die ein Mann entwickelt, nachdem Jahrzehnte lang Befehl in Situationen erteilt hat, in denen gehört zu werden keine Frage der Lautstärke, sondern der Autorität war. Zwei Wort und Klaus Durgans Mund schloss sich wie ein Falle. Arthur Metchem hat sich noch immer nicht umgedreht. So noch immer so bar, sein Hand noch immer auf der Manns. Diana, die Barkeeperin, stand direkt vor ihm und konnte sein Gesicht sehen. Was Sie so, ließ Sie nach Luft schnappen. War nicht wütend. War nicht selbstgefällig. Spielte keine Rolle. Sein Augen waren feucht. Nicht wie Nend noch nicht, aber feucht auf die Art, wie Augen wurden,
wenn die Vergangenheit durch Jahrzehnte sorgfältige Eindämmung aufsteigt und gegen die Wande drückt, die man errichtet hat, sie Handhaber zu halten. Arthur deckt nicht in Klaus Dürgen. Deckten drei Männer, deren Namen auf diese Manns eingeritzt waren, zusammen mit nun anderen. Deckten Stabsfeldwebelder in des Weiten nicht einen, Schuss durch die Kehle bekommen, hat und sich dennoch 40 Meter, zur Deckung geschleppt hat, die Flank des Teams zu schützen, bever verblutet war. Deckten Feldwebel, der die Evakuierungskoordinaten durchgegeben hat, warent feindlich Geschoss das Blatterdeck über seinem Kopf zerfetzten Dremel getroffen, weiter sendend, bis sein Stimme versiegte und nie zurückkehrt. Deckten Unteroffizier 23 Jahre alt, der jüngste Mann im Team, der am Flossenbegang zurückgeblieben war, Einstellung zu halten, von der Jeder wusste, dass nicht zu halten war, damit der Rest des Teams den Evakuierungspunkt erreichen konnte. Tommy Bands, der in einer vietnamesischen Einwanderfamilie in Sacramento aufgewachsen war, der Army beigetreten war, weil ein etwas Großes als sich selbst glaubte, und der gestorben war, indem das im Land seiner Eltern unter Beweis stellte, USDM geflohen waren. Arthur hat Tommys Namen 11 Jahre lang nicht laut ausgesprochen. Aber deckt jetzt, in der Still des Rampart, sein Hand auf eine Manns, die warm war von seiner Körperwärme und schwör von 54 Jahren Erinnerung. Und spürte das Wort in seiner Brust wie einen Herzschlag. Langsam dreht sich Arthur auf seinem Hocker bewegt sich so, wie sich immer bewegt bedächtig, die bei all Stutze nutzend, sein Stock noch immer en der Fass leist. So Klaus nichten. So die 6 Menschen, die im Raum stramm standen, und gab ihnen ein einziges, langsames Nicken, das Denkbarkeit, Anerkennung und gemeinsames Verständnis trägt. Einer nach dem anderen setzten die 6 sich wieder hin. Taurus war die letzte. Sie hielt Arthurs Blick einen langen Moment, bevor sie ihren Platz wieder einnahm. Und in diesem Moment ging etwas zwischen ihnen über, das keiner von beiden in Wort zu fassen braucht. Dann so Arthur Clausen. Start nicht. Versog keiner mein. So soen, wie ein Lehrer einen Schüler ansieht, der ein Antwort falsch gegeben hat, die ein Roll spielt nicht die Verachtung, sondern die eine müden Klarheit. San, sagte Arthur, und sein Stimme war leis, ruhig, vom Alter rau geworden, aber fest wie ein Kompassnadel. Ich weiß nicht, was du im Dienst getanest. Und ich würd nicht fragen. Klaus auf nicht den Mund, aber es kam nichts heraus. Was die sagen word, fuhr Arthur fort, ist, dass die Operation, über die du gerade gerettest Burning Pine, nichts ist, dass du von einem Typen gehortest, der dabei war. Du hast von einem Bildschirm gehört. Und die Details, die du erzähltest, waren falsch. Die Evakuierung war nicht behubschrauber. Sie war verbot. Es wird keine Luftunterstützung auf unserer Position angefordert, weil keine Luftunterstützung verfügbar war. Wir wurden abgewiesen. Wir kämpften uns in der Dunkelheit, so fast zum Fluss durch zwei Toten und einem Sterbenden. Das wird detoniert im Raum wie ein Druckwell. Nicht die Teams. Nicht dort. Ansehe. Klaus Dürgens Gesicht durchlief ein Verwandlung, die mehrere Zeugen später beschreiben würden als den Moment, in dem in 2 Sekunden 5 Jahre altert. Die Farbe which seinen Wangen. Sein Kiefer klappte herunter. Sein Augen weiteten sich, verengten sich wieder während das Wohlgewicht des Sen, was hort, sich auf legte wie ein Physisch las. So einen Mann, der dabei gewesen war. Nicht einen Mann, der davon gelesen hat. Nicht einen Mann, der ein Dokumentation gesehen hat. Einen Mann,
Der 1971 mit 11 anderen Männern nach Lausvordstrungen war und 72 Stunden lang gekämpft hat und sein Toten durch den Dschungel getrieben hat und über 50 Jahre lang das Schweigen dieser Mission getragen hat. Arthur Mecham war Burning Pine. Erzählt keine Geschichte. War die Geschichte. Drei Männer in meinem Team kamen nicht nach Haus, sagte Arthur. Und jetzt hat sein Stimme etwas, das Diana, die Barkeeperin, dazu bracht, den Rand der Bar zu greifen, sich zu stabilisieren. Sie brach nicht. Sie schwankte nicht. Sie sank hinab in ein Register so tief und so kontrolliert, dass es sich anfühlt, als würde der Raum selbst lauschen. Ihre Namen waren David Moran, Leland Corner und Tommy Bands. David hat eine Frau und eine Tochter in Columbus, Georgia. Leland hat eine Mutter in Bielefeld, die ihm nie aufgehört hat, Brief zu schreiben selbst nachdem sie die Nachricht bekommen hat. Tommy war 23. War noch nie auf einem Date gewesen. Hat darüber gelegen. Hat uns erzählt, habe ein Mädchen zu Hause. Aber wo wussten es? Wo wussten es? Arthur hielt in. Nahm seinen Bourbon, trank einen Schluck, stellte ihn ab. Dies drei Männer sind der Grund, warum ich hier sitz. Sie sind nicht gestorben, damit jemand ihre Mission in ein Bad schickte verwandelt, Leute zu beeindrucken, die es besser nicht wissen. Sie sind gestorben, weil sie an etwas geglaubt haben, und sie irrten diesen Glauben mit allem, was sie hatten. Einschließlich ihres Lebens. Klaus Durgen starrt auf den Boden. Sein Schultern waren nach vorn gefallen, nach innen gebogen, als ob sein Körper versuchen würde, sich kleiner zu machen. Einer der Männer an seinem Tisch hat sich ließ erhoben und war zur Bar gegangen. Ein anderer schaut auf sein Handy las nichts, starrt es nur an, weil nicht wusste, wo sonst hinschauen sollte. Peter, der Veteran der 82. Luftland, saß reglos, die Hand sein Bier gewickelt, die Augen auf Arthur Mecham gerichtet mit einem Ausdruck von absolutem, unverstelltem Ehrfurcht. Würde dir nicht sagen, was du tun sollst, sagte Arthur. Bin nicht dein Vater. Bin nicht dein Vorgesetzter. Aber würde dich eins fragen. Hielt in. Die ganz bar Wortet. Wenn du Kriegsgeschichten erzählen willst, erzähl dein eigenen. Wenn du keiner ist, das ist in Ordnung. Die meisten Menschen haben keiner. Das macht dich nicht weniger zu einem Mann. Aber das Opfer anderer zu borgen, dich größer zu fühlen, das macht dich weniger zu einem Mann. Und die Menschen in diesem Raum, die gerade aufgestanden sind, sie standen nicht für mich auf. Sie standen für die Manns. Sie standen für das, was sie repräsentiert. Sie standen für Moran und Corner und Bands und für jeden anderen Namen, der in ein Wand gemeißelt wird, die nie hat gebohrt werden müssen. Arthur nahm die Manns von der Bar. Wickelte sie sorgfältig zurück in ihr dunkles Touch und legte sie in sein Brust, drückt sie samt gegen sein Brust, als würde etwas Lebendiges, und Zerbrechliches zurück in Sicherheit bringen. Dann wandte sich wieder zur Bar und trank einen weiteren Schluck Bourbon. Die Still im Rampart dauert noch 30 weitere Sekunden, was in einer vollen Bar an einem Freitagabend Einjährigkeit ist. Dann, wurden die Gespräche wieder aufgenommen. Die Jukebox, die jemand irgendwann ohne dass es jemand bemerkt hat unterbrochen hat, begann wieder zu spielen. Johnny Cash, der über das Gerardosgehen sang. Diana schenkte Arthur einen weiteren Bourbon ein, ohne gefragt zu werden, und ließ ihn davor und für alles Ende den Rest der Nacht nicht zahlen. Frank Corman, der 60-jährige ehemalige Operator, ging zu Arthurs End der Bar.
Sprach nicht. Legte einfach sein eigen Manns auf die Bar neben Arthurs leerem Glas, mit dem Emblem nach oben eine Einheit zeigend, die auch offiziell nicht existiert, und nickte Arthur zu, es mit derselben langsamen Ernsthaftigkeit erwidert. Dann nahm Frank sein Manns, steckte sie ein und kehrte zu seinem Tisch zurück. In den nächsten 10 Minuten kamen 3 weitere der 6, die aufgestanden waren, zur Bar. Jeder legte sein Manns für einen Moment hin. Jeder erhielt ein Nicken. Jeder ging ohne ein Wort. Es war ein Ritual so alt wie die Tradition selbst, eine Stillgemeinschaft zwischen Menschen, die durch dasselbe Feuer gegangen waren, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, aber die Einbindung teilten, die Zivilisten nie vollständig verstehen würden, und die keine Mensch Lügen je replizieren konnte. Klaus Durgen Verlius das Rampart gegen 9 Uhr. Sagte niemandem auf Wiedersehen. Trank sein Bier nicht aus. Ging mit gesenktem Kopf und den Händen in den Taschen hinaus. Als die Tür hinter ihm schloss, so ihm niemand nach. Aber etwa ein Watch später geschah etwas, das dies Geschichte so mehr machte als die Geschichte eines alten Mannes, der einen Jungen Lugner, in sein Schranken weist. Peter, der 82. Luftland-Veteran, der jenen Abenden Klaus Tisch gewesen war, begegnet Klaus an einer Tankstelle. Peter tankte seinen Wagen, und Klaus war drinnen, ein Getränk zu bezahlen. Als Klaus herauskam und Peter sah, blieb stehen. Ging nicht weg. Tat nicht so, als hat ihn nicht gesehen. Stand die auf dem Beeten in der Nachmittagssonne, ein Wasserflasch in der Hand, und sagte, ich schuld dir ein Entschuldigung. Peter sagte die Achseln. Du schuldest mir nichts. Doch, sagte Klaus. Ich schuld vielen Menschen ein Entschuldigung. Ich habe seit Jahren über meinen Dienst gelegen. Ich war Versorgungsspezialist in Hood. Ich war nie im Einsatz. Ich habe nie gekämpft. Ich habe nie irgendetwas anerkannt das Getten, was ich behauptet habe. Peter schwieg einen Moment. Dann sagte warum sollst du mir das? Klaus sah auf den Boden. Weil der alte Mann in der Bar mich nicht nur beschämt hat. Hat mir gesagt, wie das Echte aussieht. Und das Echte ist lies. Und es tat weh. Ich habe lahm gemacht, die Tatsache zu verbergen, dass ich mich schäme, nie ein Teil davon gewesen zu sein. Peter wusste nicht, was darauf sagen sollte. Also sagte das Wurst, das ihm einfiel. Du hast gedient. Viagare in der Armee sind Viagare mehr als das, was die meisten Menschen geben. Du musst es nicht zu etwas Mädchen, das es nicht war, stolz darauf zu sein. Klaus nickte. Wirkte nicht überzeugt. Aber wirkte wie ein Mann am Anfang eines Prozesses, nicht am Ende einst und das reichte Peter, es dabei zu belassen. Arthur Metchem kam weiterhin an gelegentlichen Freitagabenden ins Rampart. Saß immer auf demselben Hocker am äußersten Ende der Bar. Bestellt immer denselben Bourbon, per Mittlers Regel. Sagte Diana immer bitter und danke, und schenkte ihm seinen zweiten Drink immer auf Kosten des Hauses. Sollt nie wieder ein Kriegsgeschichte. Want Burning Pine nie wieder. Must es nicht. Diamonds ruht gegen sein Brust in ihrem dunklen Touch, warm von seiner Körperwarm, schwör von Namen, die jeden Tag trug, so wie Atlas den Himmel trug, nicht weil es wollte, sondern weil das Niederlegen nie ein Option war. Die 6 Männer und Frauen, die in Jena Nacht aufgestanden waren, kamen auch weiterhin ins Rampart. Und obwohl keiner von ihnen je ein Aufsehen daran machte, gab es immer ein Nicken, wenn Arthur herinkam, ein Likes haben eins Glas, einen Moment der Anerkennung zwischen Menschen,
die Großteil von sich selbst für etwas hingegeben hatten, das ihnen wichtig war, und die im Mark ihrer Nocken verstanden, das Respekt nichts ist, das man bin spracht. Es ist etwas, das man verdient einen stillen, festen, angeborgten Tag nach dem anderen. Frank Corman stellte sich Arthur Benz ordentlich Wort mit Handschlag und Wohnungen und sonst nichts. Sie saßen zwei Stunden zusammen in der Bar und sprachen über das Angeln. Kein einziges Mal erwähnten sie das Militär. Kein einziges Mal wirklichen sie Einsatz oder Torsten Geschickten. Sie sprachen über Barsch und Foel und die best Jahreszeit zum Fischen am News River. Als sie sich jenen Abend verabschiedeten, erzählt Frank seiner Frau, es sei das best Gespräch gewesen, das seit Jahren geführt hat. Sie fragte, worüber sie geredet hatten. Sagte, Angeln. Sie wartet, dass mehr sagte. Sagte nichts mehr. Sie war lange genug mit ihm verheiratet, zu verstehen, was die still enthielt. Taurus kam eins Freitagabends, etwa einen Monat nach dem Vorfall in die Bar, und fand Arthur auf seinem Hocker sitzen. Sie trat auf ihn zu, legte ein kleines, eingepacktes Päckchen auf die Bar und sagte, mein Großmutter hat das gemacht. Es ist ein Rosenkranz. Sie wollte, dass sie ihn haben. Arthur sah das Päckchen an, dann Taurus. Sie kennt mich nicht, sagte Sie kennt die Art von Mann, der sein Menschen bei sich trägt, sagte Taurus. Das Janet. Arthur wickelte den Rosenkranz sorgfältig aus, hielt ihn in seinen vernarbten Händen und drückte ihn kurz in sein Stirn, bevor ihn in sein Tasche legte neben die Manns. Richten sie meinen Dank aus, sagte Taurus nickte und ging. Das Rampart veranderte sich nach Gina Nacht nicht viel. Die Jukebox spielte noch immer Classic Rock. Die Billardkugel nackten noch immer. Die Erkennungsmarken hingen noch immer von der Messingschien über dem obersten Riegel. Aber Diana bemerkt etwas anderes. Die Geschickten, die Luten der Bar erzählten, wurden leiser. Nicht weniger leidenschaftlich, nur leiser. Ehrlicher. Behutsamer mit dem Gewicht, das sie trugen. Als hat jeder Mann und jede Frau, der oder die jenen Abend erlebt hat, an etwas erinnert worden, das oder sie immer gewusst hat, aber wie leicht begonnen hat zu vergessen. Das die wahrhaftigsten Geschichten die Genigen sind, die in den leisesten Stimmen erzählt wurden. Und das die größten Helden die Genigen sind, die nie Helden genannt werden wollten. Arthur Meachams Manns blieb in seiner Brustisch, in ihr dunkles Touch gewickelt, ruhend gegen den Herzschlag, der sie vor 24 Jahren aus einem Dschungel in Laos nach Haus getragen hat. Drei Namen. 12 Männer. Nun, die zurückkehrten. Ein Mann auf einer Bar. Und ein Raum voller Menschen, die endlich und vollständig verstanden, dass Respekt kein Wort ist, das man in einen Kommentarbereich tippt oder durch einen vollen Raum ruft. Es ist ein Leben, das man lebt still, true, jeden einzelnen Tag. Wenn dies Geschichte dich daran erinnert hat, dass ich die stark ihre Stimme nicht erheben muss, abonniere diesen Kanal. Wir erzählen die Geschichten der Männer und Frauen, die last getragen haben, damit der Rest von uns freigehen konnte. Abonniere, wenn du glaubst, dass nicht laut ist und Teil dies gemandem, der es hören muss.